kaum den alten VW-Bus gekauft und schon 5 Monate Vanlife in Portugal. Ist das wirklich so ein Traum? Oder einfach nur überfordernd? Und natürlich kommt dann auch alles anders als gedacht. Aber stellen wir uns erstmal vor, wenn Chris mal stillhalten würde, sähe er ungefähr so aus. Aber nicht nur Chris ist sportlich und talentiert, sondern auch ich, Doro. Und zusammen leben wir in unserem VW T3 Synchro namens Molly. Wir haben die letzten Wochen und Monate an der Küste Portugals verbracht und fahren jetzt Richtung Inland. Und es geht schon super los. Das hier ist kein normales Geräusch. Wir haben unser erstes Autoproblem. Und das liegt an diesem Rohr. Das sollte man nicht bewegen können. Aber ein netter Camper von nebenan schenkte uns das. Knetbares Metall, das dann irgendwie fest wird, und damit versuchen wir das mal. Hat zwar kurz was gebracht, aber wir mussten es trotzdem noch mal für den 20 schweißen lassen. Wir finden diesen einsamen Spot, der auch nicht auf Park4Night war. Diese App ist zwar schon sehr hilfreich, aber gleichzeitig sind die gespeicherten Stellplätze oft recht voll und die Natur kann beschädigt werden. Es ist Fluch und Segen. Umso froher sind wir, dass wir ganz allein sind. Im Inland ist es wahnsinnig heiß und ich brauche eine Abkühlung. Es ist schön, mal wieder etwas anderes als die Küste zu sehen. Dann machen wir uns wieder auf nach Moncorvo, was unser nächstes Ziel ist. Wir kommen in Moncorvo an, um Sandra und den Hunden zu helfen. Darüber haben wir übrigens auch eine Reportage gedreht. Abgesehen davon, dass wir mal wieder mit unglaublicher Gastfreundschaft und vielen Geschenken überhäuft wurden, haben wir mit einigen Hunden Ausflüge gemacht, um ihnen einfach mal mehr von der Welt zu zeigen. So auch mit Carla und Minte. Und ich habe mich so in Minte verliebt. Leider durfte ich sie nicht als Pflegehündin haben. Stattdessen musste ich ihr Tschüss sagen. Ich war wirklich traurig, aber nur 3 Tage später gab es eine Überraschung. Ein kleiner Welpe wurde völlig verängstigt und alleine in den Kennel gebracht. Die Gefahr, sich eine tödliche Krankheit einzufangen, sehr hoch. Weshalb wir gefragt wurden, ob wir ihn kurz aufnehmen könnten. Wir haben ihn zu Sandras Elternhaus gebracht. Nach dem ersten Bad schlief er in meinem Schoß ein und verbrachte bei uns die erste Nacht. Am nächsten Tag taute er langsam auf. Die Nächte waren kurz und am Tag schlief der Welpe überall. Er fühlte sich immer wohler und wuchs zu einem kleinen Hai heran. Wir nannten ihn Bubble. Bubble spielte immer verrückter und wurde so frech. Nach ein paar Tagen sind wir zu dritt mit dem Bus weggefahren. Es tat gut, endlich mal wieder in der Natur zu sein. Bubble sollte sich freier bewegen können und noch mehr von der Welt entdecken. Und lasst euch nicht täuschen von den ganzen süßen Bildern. In Wahrheit war Bubble einerseits sehr tollpatschig und konnte seinen Körper nicht ganz kontrollieren. Und andererseits war er ein totaler Crackhead und nur am Spielen und Beißen. Jetzt haben wir ihn seit einer Woche und es ist ein kleiner Rabauke geworden. Der ist 2 Monate alt und er beißt sehr gerne. Au! Ein T-Shirt in Ruhe anziehen? Unmöglich. Das heißt nicht. Oh. Der kleine Chaot gewöhnte sich immer mehr an uns und suchte auch die Nähe. Wenn er Angst vor einem Motorrad hatte, suchte er bei mir Schutz. Ich war eindeutig seine Bezugsperson und er folgte mir überall mit hin. Das war einerseits schon ein bisschen anstrengend, aber auch wahnsinnig süß. Bubble gewöhnte sich immer mehr an unseren Bus und auch an unseren Schlafrhythmus. Was sagen Sie dazu, Bubble? Oh. Aber es war nie der Plan, Bubble für immer zu behalten. Deshalb brachten wir ihn nach 1,5 Wochen zu Sandra zurück. In dieser Zeit hat er die ersten Impfungen erhalten und gelernt, den Menschen zu vertrauen. Und Bubble wurde mit nur 4 Monaten adoptiert und führt seitdem in Deutschland ein glückliches Leben. Die Zeit mit Bubble war wirklich anstrengend, aber auch wunderschön. Wir verlassen Moncorvo nach einem Monat. Der erste Abend ohne Bubble ist seltsam. Es ist zwar schön, mal wieder durchzuschlafen und endlich mal wieder arbeiten zu können, aber doch müssen wir uns erstmal daran gewöhnen, wie ruhig es ohne Bubble ist.
Molly hat ganz schön zu kämpfen, unser nächstes Ziel zu erreichen. Wir schlafen auf dem Gipfel des Torres und werden mit einem wunderschönen Sonnenuntergang überrascht. Der nächste Morgen ist eher nicht so entspannt, da um uns herum ein Fest aufgebaut wird. Zum Glück können wir doch noch fliehen und den Berg herunterfahren. Denn wir haben noch besondere Pläne. Und zwar besuchen uns 2 Freunde. Das ist Markus. Markus ist ein alter Freund aus unserer Studienstadt Mittweida. Und das ist meine niederländische Freundin Ilse. Ilse habe ich während meines Auslandssemesters in Hawaii kennengelernt. Die beiden kannten sich überhaupt nicht, aber haben sich zusammengetan, um mit einem Mietauto bis zu uns nach Portugal zu fahren. Am ersten Tag gehen wir klettern. Ilse hat das noch nie gemacht, bekommt eine kurze Einführung und dann legt sie los. Ich bin wirklich froh, dass die beiden sich gut verstehen, da sie nun 2 Wochen lang zusammen leben müssen. Und lasst euch gesagt sein, es war mega hoch und ein bisschen gruselig. Wir fahren wieder Richtung Küste, südlich von Porto. Und sitzen bei einem wunderschönen Sonnenuntergang zusammen am Strand. Ich versuche den Moment einzusaugen. Ich werde melancholisch. Ich realisiere, wie die Zeit im Flug vergeht. Wir steuern bereits auf das Ende der Reise zu. Ich sitze nur da und genieße die Freiheit. Ich beobachte Menschen. Ich finde es wahnsinnig süß, wie viele Menschen sich dafür entscheiden, sich an den Strand zu setzen, um gemeinsam den Sonnenuntergang anzuschauen. So eine simple Tätigkeit, die doch so viele vereint. Menschen tauschen sich aus, genießen die Ruhe. Und alle sind nett zueinander. Jeder hat eine andere Geschichte. Lass doch einfach alle netter und rücksichtsvoller miteinander umgehen. Am letzten Tag gehen wir wieder klettern. Das Problem, man muss sich erstmal an der 30 Meter hohen Wand abseilen. Mein Herz schlägt so schnell und ich habe echt Panik, aber FOMO kickt rein. Ja, wenn wir jetzt hier dran ziehen, passiert nichts, dann müssen wir hoch. Wir kommen alle unten an und hoffen, dass das Seil auch wirklich richtig gefädelt ist. Okay. Oh. Es fängt an zu dämmern und der einzige Ausweg, jeder muss die gleiche Wand wieder hochklettern. Here I go, run from the unknown. Here I go again. This was high. It was cool. I didn't notice until the last meter. Safe from my nomadic heart. Here I go again. Here I go again. How are you feeling that we are alive? Yay! Und auch als es echt schon dunkel war, Pizza bestellen ist wichtiger. It's very dark. We were planning to be back here at lunchtime. Spoiler, hat nicht ganz geklappt. Cheers! Und wieder einmal heißt es Abschied nehmen. Nun sind Chris und ich wieder allein und wollen ein paar entspannte Tage am Strand. Weißt du, was wir geschafft haben? Haben uns festgefangen. Uns eilt ein freundlicher Typ zur Hilfe und schiebt uns mit an. Es ist schön zu sehen, dass man einfach so von fremden Leuten Hilfe bekommt. Wir schauen aufs Meer und erkennen, Dutzende Delfine tummeln sich da herum. Und es wird mal wieder klar, artgerecht ist nur die Freiheit. Aber das ist nicht das einzige Außergewöhnliche, was an dem Strand passiert ist. Es regnet zum ersten Mal seit Monaten. Voller Freude geht Chris erstmal surfen. Surfen spielt für uns bei diesem Trip echt eine große Rolle. Es ist so ein toller Ausgleich. Du sitzt lange am Laptop und brauchst Bewegung. Zack, in die Wellen rein und den Kopf ausschalten. Du denkst wirklich an nichts anderes mehr. Du bist einfach nur in der Natur und hast Spaß.
fahren wieder Richtung Peniche und gehen da recht zufällig mit einer Bekannten aus Mittweida und einem anderen Surfskaten. Chris wird von Hunden gejagt und ich versuche es auch mal. Aber hey, bergauf! Was ist los? Der letzte Trip in Portugal steht an. Wir fahren Richtung Lissabon, da meine Mutter da gerade Urlaub macht. 5 Monate sind vorbei und wir fahren wieder Richtung Deutschland. Doch wie finde ich es eigentlich? War es wirklich die richtige Entscheidung, sich direkt einen eigenen Bus zu kaufen? Die Zeit verging wahnsinnig schnell. Und ein alltägliches Leben in einem kleinen Bus zu führen, ist definitiv anders als in einer Wohnung. Du musst den anderen wirklich sehr gut leiden können. Es herrscht immer Unordnung, du musst dich immer um Frischwasser kümmern und dein Geschirr ist nie wirklich sauber. Hygiene ist auch nicht ganz so leicht. I'm looking forward to the shower at the bike wash station. Und du musst immer Zeug wegräumen, auch wenn du nur kurz einkaufen fahren willst. Aber trotzdem empfand ich es als entschleunigend und du nimmst jede Aufgabe intensiver wahr. So lernt man auch die scheinbar selbstverständlichen Dinge mehr zu schätzen. Eine warme Dusche oder ein Tisch zum Kochen, der pure Luxus. Und Vanlife ist nicht immer so toll, wie es auf Instagram aussieht. Schau doch mal diesen tollen Sonnenuntergang an. Richtige Parkplatzromantik. Oder es wäre sehr leicht vorzuspielen, dass ich nur geile Surf-Sessions hatte. Die Wahrheit, manchmal läuft es absolut nicht und man ist danach umso frustrierter. Aber ist okay, morgen ist auch noch ein Surftag. Portugal hat definitiv ein Problem mit all den Campern und wir haben uns auch teilweise schlecht gefühlt, weil wir ja auch da waren. Es würde schon mal helfen, wenn Camper ein eigenes Klo dabei hätten und weder Müll noch Hinterlassenschaften liegen lassen. Aber dank des Vanlifes ist es uns überhaupt erst möglich, dass wir regelmäßig surfen gehen und mehr draußen sind. Um es kurz zu fassen, ich liebe den Lifestyle sehr. Es ist für mich der perfekte Kompromiss aus ständig Reisen, aber auch den Bus als Konstante im Leben zu haben, in dem man auch einen Alltag hat. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Strom hätten, könnten wir auch super arbeiten. Was ich liebe, du machst die Schiebetür auf und bist sofort in der Natur. Auch in der Nacht, du gehst raus und stehst unter einem atemberaubenden Sternenhimmel. Die meisten anderen Camper sind auch wirklich sehr nett und man kann einfach Freunde finden. Wir hatten super schöne Erlebnisse mit ihnen. Der Nachteil, du musst ständig Abschied nehmen, ohne zu wissen, wann du sie wiedersehen wirst. Ich habe auch nochmal gemerkt, wie süß eigentlich Menschen sind. Wie sie einfach Leuten helfen, Geschenke als Dank geben und gemeinsam Zeit verbringen wollen. Aber auch wie sie Musik machen und ihr inneres Kind herauslassen. Ist das nicht adorable? Für mich ist auch die Hürde kleiner Sport zu machen, da wir oft an Surfspots oder an Felsen zum Klettern waren. Und mit mehr Bewegung, aber auch generell beim Vanlife, fühle ich mich so viel lebendiger. Es passieren mehr unvorhergesehene Dinge, die sonst in einer Wohnung nicht passieren würden. Wir hätten sonst nie Bubble aufgenommen und die Leute kennengelernt. Arriba! Auch wenn wir viel Tolles erlebt haben, der Lebensstil ist nicht für jeden was und man muss schon dafür gemacht sein und die ständigen Veränderungen sowie den geringen Komfort mögen. Ich persönlich habe es geliebt und ich werde diese 5 Monate in unserem T3 Synchro für immer in guter Erinnerung halten. Nach 4 Monaten geht es gerade los. Willkommen in den Pyrenäen! Oh, ich bin umgefallen. Willkommen in Portugal. Look at my board. Beautiful. Yeah, good. Und damit geht eine Ära zu Ende.